way most married men want their wives, right? Die meisten Ehemänner ihre Frauen gerne hätten. It's not going to happen. Es wird nicht passieren. She's not my wife. Sie ist nicht meine Frau, keine Sorge. My name's Ivan Tuttle, Mein Name ist Wiehl Tuttle. and I'm from the United States. Ich komme aus den Vereinigten Staaten. And I wrote a book, Ich habe ein Buch geschrieben. and the book will be published here in Germany very shortly. Das Buch wird in Kürze in Deutschland veröffentlicht werden. The book is called Entrapment. Das Buch heißt Entrapment, so wie eingeschlossen oder festgehalten. And it's a story about what happened to me. Es ist die Geschichte über das, was mir geschehen ist. I take you through my death experience because I died. Ich nehme euch durch meine Todeserfahrungen, wie ich gestorben bin. I was dead for over an hour. Ich war tot für über eine Stunde, I went to hell. bin zur Hölle gegangen, I went to heaven. ich bin in den Himmel gegangen And I'm back. und zurück. I'm not going to go into the story a whole lot today, Ich werde da heute nicht so viel einsteigen in die Geschichte, but I do want to tell you aber ich möchte euch doch sagen, that if you have a choice between heaven and hell, dass wenn ihr eine Wahl habt zwischen Himmel und Hölle, heaven is a whole lot better. der Himmel ist eine ganze Ecke besser. It's a lot cooler. Es ist viel cooler. No humidity. Keine Feuchtigkeit in der Luft. It's a beautiful place. Es ist ein wunderbarer Ort. But what I'd like to do, real quick here for just a minute, Terry, could you come up here for just a second, Was please? ich ganz kurz machen möchte, Terry, könntest du bitte kurz nach vorne kommen? This is Terry Thompson. Das ist Terry Thompson. He's my cousin. Er ist mein Cousin. I used to tell everybody he's my twin. Ich habe früher immer allen erzählt, das ist mein Zwilling. One of us still has hair. Einer von uns hat noch Haare. But I want to tell you what Terry does. Aber ich möchte euch erzählen, was Terry tut. Terry and his wife are prayer intercessors. Terry und seine Frau sind Fürbitter. And if anybody in here has ever been in the ministry, Und wenn irgendeiner von euch hier schon mal im Dienst war für den Herrn, and those that are in the ministry, und die im Dienst sind, you understand how important intercessor prayers are. dann wisst ihr, wie wichtig Fürbittegebet ist. It's very, very important. Es ist sehr, sehr wichtig. It's not something to be taken lightly. Es ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. I can only do the things I do because of people like Terry. Ich kann das nur tun, was ich tue, wegen Leuten wie Terry. And I just want to bring him up here to let you know that this is the reason, one of the reasons why I'm here and able to do what I do. Und ich wollte euch wissen lassen, dass, weil er hier ist, bin ich in der Lage zu tun, was ich tue. Because he gets up and he prays and he prays and he prays all Weil er day. steht auf morgens und er betet und betet und betet den ganzen Tag. And we need people like this. Und wir brauchen Leute wie ihn. Thank you, Terry. I've had a great time here. Ich habe schon eine tolle Zeit gehabt hier. I want to tell you that during your song service, Ich wollte euch sagen, dass während eurer Anbetungszeit, praise and worship, I guess, also Lobpreis und Anbetung, denke ich, it makes me feel at home. es fühlt sich für mich zu Hause an. I don't have to know the words Ich muss die Worte nicht kennen, because I know the Spirit. denn ich verstehe, was im Geist vor sich geht. And I want to tell you, this church is on fire. Und ich will euch mal sagen, diese Gemeinde ist wirklich entbrannt. You're singing very up-to-date songs. Ihr singt so aktuelle Lieder. I've been in churches where they sing the old rugged cross every day. Where they sing the old rugged cross. Aha, ich war in Gemeinden, wo sie ja, die Botschaft vom Kreuz, ein altes Kirchenlied, immer gesungen haben noch. 3 times 3-mal, each service. jeden Sonntag. And sometimes when you hear that, Und manchmal, wenn man das hört, you understand that some people get stuck at a certain place. dann versteht man, dass manche Leute irgendwo stecken geblieben sind. Sometimes we need new wineskin Manchmal brauchen wir neue Weinschläuche
and in order to have new wine poured into us. um in der Lage zu sein, den neuen Wein zu empfangen. With that comes new worship. Damit verbunden einhergeht neue Anbetung. Not different worship, just new. Nicht andere Anbetung, nur neue. We're still doing the same thing. Wir machen immer noch das Gleiche. We're just trying to take it to a higher level. Wir versuchen nur, es auf eine höhere Ebene zu bringen. And when I come here, Und wenn ich hier hinkomme, it's at a higher level. dann ist es auf einer höheren Ebene. And I enjoy it very much. Und ich genieße es sehr. I like it so much I wish I could look for a home. Es gefällt mir so gut, ich wünschte, ich könnte mir hier ein Haus suchen. It's very nice here. Es ist sehr schön hier. And all of you have been very gracious. Amen. Und ihr alle seid mit uns sehr herzlich gewesen. And it's been nice. Amen. Es ist schön hier. I wanted to talk about something to keep going on what we've been talking about the last couple days. Ich möchte anknüpfen an das, worüber ich die letzten Tage schon gesprochen habe. There were supernatural things that happened back in the Bible days. Es gab übernatürliche Dinge, die passierten in den biblischen Tagen, When Jesus walked this earth als Jesus über diese Erde gelaufen ist, in the flesh. im Fleisch. And those same things are supposed to be happening today. Und die gleichen Dinge sollen heute auch passieren. One of the things that I think people miss Einige der Dinge, die ich glaube, Leute vermissen, is all of the little miracles that were happening sind die ganzen kleinen Wunder, die passierten, back in those days. damals in jenen Tagen. And you know what? We miss a lot of the little miracles that are happening today. Und wisst ihr was? Wir übersehen die vielen kleinen Wunder, die heute passieren. Because we look for just the big things, Weil wir halten Ausschau nur nach den großen Dingen. we don't see all the little things that are adding up. Wir sehen gar nicht die vielen kleinen Dinge, die sich summieren. Now, most people in here have heard about Jesus when he fed the 5,000 men. Die meisten von euch hier haben gehört über Jesus, wie er die 5000 gespeist hat. He had a couple of fish and 5 loaves of bread. Er hatte ein paar Fische und 5 Brotlaibe. He fed 5,000 men, Er hat 5000 Männer gefüttert, women and children, Frauen und Kinder. and he collected about 12 baskets of food afterwards. Und er hat nachher ungefähr 12 Körbe davon eingesammelt wieder. That's a huge miracle. Das ist ein Riesenwunder. Let me go a little further and tell you what happened that day. Lasst mich ein bisschen weiter da hineingehen und euch erzählen, was noch an diesem Tag geschah. After everybody had eaten, Nachdem jeder gegessen hatte, Jesus took his disciples and put them on a boat. nahm Jesus seine Jünger und stieg in ein Boot. He dismissed the crowd and he took them down to the lake and put them on a boat. Er entließ die Menge und nahm seine Jünger und ging mit ihnen runter zum Boot. Jesus went up on the mountainside to pray by himself. Jesus ging hoch in die Berge, um für sich allein zu beten. And later that night, Und später an dem gleichen Abend he was there all alone. war er da ganz allein. And when he put the disciples in the boat, Als er die Jünger ins Boot bat, they started going out into the middle of the lake. fuhren sie hinaus auf die Mitte des Sees. The wind picks up. Der Wind fing an stärker zu werden. Kind of like what happens here sometimes. The wind just picks up. So wie es hier auch manchmal geschieht. Der Wind wird plötzlich stärker. Started rocking the boat. Das Boot fing an zu schaukeln It sent the boat way out into the middle of the lake. und das Boot trieb ganz hinaus in die Mitte des Sees. It's in Matthew chapter 14. Es ist in Matthäus Kapitel 14. I'm going to start at verse 23. Ab Vers 23. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. This is Jesus. Gleich darauf schickte Jesus seine Jünger ins Boot voraus ans andere Seeufer. Er selbst ließ die Leute nach Hause gehen
und stieg dann allein auf einen Berg, um zu beten. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves, because the wind was against it. This is a little different, the translation that I have. I'll translate what you're saying. Show me again, where was it? Und das Boot war schon in einer beachtlichen Entfernung vom Land, geschüttelt durch die Wellen, weil der Wind so stark dagegen war. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Kurz nach Sonnenaufgang ging Jesus hinaus zu ihnen, auf dem Wasser, auf dem See laufend. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and they cried out in fear. Als die Jünger ihn auf dem Wasser ihnen entgegenkommen sahen, waren sie in Furcht. Es ist ein Geist, sagten sie und schrien in Furcht aus. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." Aber Jesus sagte sofort zu ihnen, habt Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht. "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." Herr, wenn du es bist, antwortete Petrus, dann sag mir, dass ich zu dir auf dem Wasser kommen soll. "Come," he said. Komm, sagte er. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. Dann stieg Petrus aus dem Boot, lief auf dem Wasser und kam zu Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Aber als er den Wind sah, ergriff ihn Furcht. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "Ye of little faith," he said, "why did you doubt?" Sofort griff Jesus nach seiner Hand und ergriff ihn. Du hast kleinen Glauben, sagte er. Warum zweifelst du? And when they climbed into the boat, the wind died down. Und als sie ins Boot stiegen, da starb der Wind ab. Now there's several miracles that just happened. Es waren also verschiedene Wunder, die gerade passiert waren. Most people know that Peter walked on water. Die meisten Menschen wissen, dass Petrus auf dem Wasser gelaufen war. That was a miracle. Das war ein Wunder. Most people know Jesus walking on the water was a miracle. Die meisten Leute wissen, dass Jesus auf dem Wasser lief, war ein Wunder. Have you ever wondered why the disciples didn't ask Jesus, "How are you going to get to us?" Habt ihr euch nie gefragt, warum die Jünger Jesus nicht gefragt haben, Jesus, wie willst du jetzt zu uns kommen? You see, they just fed the 5,000. Seht ihr, die hatten gerade die 5.000 gefüttert. They picked up 12 baskets of food afterwards. Die hatten 12 Körbe Brot nachher eingesammelt. That's another miracle. Das ist noch ein Wunder. Not just feeding the 5,000, but the baskets being full. Nicht nur, dass sie die 5.000 gefüttert hatten, sondern dass auch noch 12 Körbe übrig blieben. That's another miracle. Das ist noch ein Wunder. Then Jesus sent the disciples on the boat and said, "Go, I'll meet with you later. I'll catch up to you." Dann schickte Jesus die auf dem Boot voraus und sagte, ich treffe euch dann nachher, geht schon mal voraus. They didn't question him. Sie haben das nicht in Frage gestellt. They didn't say, "How are you going to catch up to us?" Sie haben nicht gefragt, wie willst du denn hinterherkommen? It didn't say there was another boat for Jesus. Da steht auch nicht, dass es noch ein Boot für Jesus gegeben hätte. And if they're going to leave and he's going to catch up to them, Und wenn sie jetzt losfahren und er will hinterherkommen, how was he going to do that? wie wollte er das denn machen? Doesn't say. Das steht nicht da. When they saw Jesus walking on the water, Als sie Jesus auf dem Wasser ihnen entgegenkommen sahen, they thought it was a ghost. dachten sie, es wäre ein Geist. Jesus had never done that before, I guess. Jesus hatte das scheinbar noch nie gemacht vorher. Not in front of them. Jedenfalls nicht vor ihnen. But I wonder if that's how Jesus planned on catching up to him to begin with. Aber ich frage mich, ob Jesus nicht schon die ganze Zeit geplant hatte, so wieder zu ihnen zurückzukommen.
when Peter said, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Petrus sagte, Herr, wenn es du bist, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich jetzt zu dir auf dem Wasser kommen soll. How much faith would you have to walk on water? Wie viel Glaube müsstest du haben, um auf dem Wasser zu gehen? I scuba dive, Ich mache Scuba-Tauchen and as soon as I hit the water, I'm under. und sobald ich das Wasser berühre, bin ich auch drin. I don't have a chance to say anything. Ich habe keinen Moment noch da irgendwas zu sagen. I haven't tried walking on water yet Ich habe noch nicht versucht, auf dem Wasser zu laufen, because I know what happens when you step out of the boat. weil ich weiß, was passiert, wenn du aus dem Boot steigst. So Peter just stepping out of the boat. Now it was a perfectly good boat too. Also Petrus, in dem Moment, er aus dem Boot ausstieg, es war ein sehr gutes Boot, And I'm assuming the middle of the lake was deep und ich nehme an, die Mitte des Sees war tief and the wind was blowing und der Wind blies and the waves were probably bigger than normal. und die Wellen waren vermutlich höher als sonst. And he's going to step out of that boat. Und er wird jetzt aus dem Boot steigen. That was a miracle. Das war ein Wunder. It was a miracle he had enough